Willkommen! Dies ist mein selbst ausgebauter Van, in dem ich lebe, arbeite und reise. Ich bin Irene und ich teile gern meine ganz persönlichen Erfahrungen mit dir, aber auch meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Psychologin. Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen in Andalusien. Ich bin wieder auf Reisen gegangen, La Gomera verlassen, mit Zwischenstopp kurz mal auf Teneriffa, wo ich noch eine liebe Frau besucht habe, die mich auch über die Videos angeschrieben hat. Cassandra, es war schön bei dir. Ja, das war mein speziellster und auch lautester Schlafplatz, den ich bisher gefunden habe, mitten im Fährhafen, da das Einchecken für die Fähre bereits um 4 Uhr nachts losgehen sollte. Dafür war aber eine besondere Atmosphäre, es war nämlich dieser super Vollmond. Zu festgelegten Zeiten darf man mal kurz an sein Auto. Da habe ich die Gelegenheit einfach mal genutzt, mir einen Kaffee zu kochen. Ich habe ja schließlich alles an Bord. Nun bin ich auf dem spanischen Festland angekommen, am Freitagabend, heute ist Sonntag, und werde gern Heimat fahren, weil ich einen Heimaturlaub mache. Meine Familie sehen, zum Geburtstag meines Mannes zu Hause sein und mal schauen, was noch so passiert. Wie das dann weitergeht, keine Ahnung, wie lange ich bleibe und dann, wo ich dann hinfahre. Und ich habe nur die Ahnung, ich möchte den Winter wieder auf den Kanaren verbringen, weil es mir so gut gefallen hat. Jetzt gehe ich wieder auf Reisen. Das ist schon ziemlich herausfordernd, jeden Tag zu fahren, jeden Tag einen neuen Stellplatz suchen. Und ich bin gespannt, wie ich damit klarkomme. Der erste Tag war schon ziemlich schwierig, weil ich erst keinen Platz gefunden hatte. Ich hatte eigentlich noch ein Mentoring und ja, wusste nicht, wo ich hin kann und habe mich ein bisschen wieder überfordert und Kopfschmerzen gekriegt. Dann die offenen Fenster die ganze Zeit, mein Nacken immer in der Zugluft, das war auch nicht gerade förderlich. Ja, und das hat mich aber auch wieder so zurückgebracht, weil zu gucken, oh Gott, es geht jetzt nicht darum, dass ich 3000 Kilometer fahre und da ankomme, sondern mich wieder zurückzuholen ins Hier und Heute und was ist jetzt. Und das ist so auch ein altes Muster, immer irgendwo ankommen zu wollen, was erreichen zu wollen. Und immer wieder mich zu verlieren auf dem Weg dahin oder beziehungsweise einfach so, ja, das Heute zu verlieren, die Gegenwart. Und wir haben einfach oft viel zu viel Zukunft in unserem Leben und beschäftigen uns immer damit, wo wir hinwollen, was wir erreichen wollen. Aber die Zukunft, sie gibt es eigentlich nicht. Es gibt immer nur die Gegenwart und den jetzigen Moment und den Augenblick. Und wenn wir den nicht bewusst genießen,
dann wird es in Zukunft auch nicht anders sein. Und das ist oft so der Irrglaube. Wir wollen irgendwo hin und wenn wir das erreicht haben, dann sind wir zufrieden. Und dann sind wir da angekommen und dann macht sich ganz schnell wieder so eine schleichende Unzufriedenheit breit, weil es gar nicht darum geht, irgendwas zu erreichen oder irgendwo hinzukommen, irgendwo anzukommen, sondern wirklich den Moment zu leben und zu genießen und was jetzt ist. Und das verlieren wir so völlig, wenn wir immer einem Ziel hinterher hechten und hecheln. Und ja, und das darf ich wieder mal lernen. Also es ist halt so tief in mir verankert, in uns allen wahrscheinlich, dieses irgendwo hin müssen, irgendwas erreichen wollen und dann ist alles gut. Aber das dann ist alles gut gibt es nicht. Das kann nur hier gut sein und jetzt gut sein, wenn ich es mit mir gut mache. Das war gestern wieder eine Lehrstunde für mich. Ich bin, ich glaube, 350 Kilometer gefahren und es ist hier eine bullige Hitze und dann irgendwo was finden und ich brauche doch Internet und mein Mentoring und dann hat mein Handy das auch noch alles irgendwie die Zeitumstellung nicht hingekriegt und hat mir gesagt 19:30 Uhr ist es, aber es war eigentlich 18:30 Uhr schon und und das war so nett. Dann haben wir das jetzt auf heute verschoben und dann konnte ich in Ruhe doch mich wirklich wieder zurücknehmen, so gucken, wo kann ich denn jetzt überhaupt hin und habe jetzt hier so einen schönen Ort gefunden für die Nacht, wunderschön, wo ich jetzt hier am späteren Mittag immer noch im Schatten bin. Ja, aber hier ist es teilweise, ich weiß nicht, also gestern war so 37 Grad, Gott sei Dank nicht über 40. Oh, pff. Und es ist hier immerhin auch noch windig. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich lang fahre. Im Moment bin ich jetzt in den Bergen, hier alles voller Olivenplantagen. Und mal schauen, wo es mich hin vertreibt. Ich habe eben keinen Plan, wie ich fahre. Ich weiß nur, wo ich ankommen will. Letztlich wieder ein Ankommen, aber trotzdem, ja, mich wieder zurückzunehmen und hier zu sein und nicht schon da in Norddeutschland. Und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ja, diese Reise, es ist noch mal wirklich wieder eine Challenge, unterwegs auch zu arbeiten. Und das kommen ja auch manchmal Anfragen, oh, und mehr von deinem Tagesablauf und wie die Reise und was ich wie alles mache und Stellplätze finden und so. Aber ich merke auch, ich mache das, wozu ich Lust habe. Ich habe keine Lust, den ganzen Tag mit der Kamera rumzulaufen oder mit meinem Handy und alles zu filmen, sondern ich mache immer das, was ich mache. Und das tut mir irgendwie total gut. Und ich nehme hier so ein Video auf, wenn ich Lust dazu habe. Wenn ich keine Lust dazu habe, mache ich das nicht. Und heute Morgen war halt der Impuls da, weil hier diese Ecke gerade so schön ist. Ich hoffe, vom Licht ist es ausreichend hell genug. Dann mache ich das und sonst lasse ich das. Ja, und wozu ich gerne auch noch mal was erzählen wollte, weil jemand hat auch von euch gefragt, ob ich nicht mal auch Bezug nehmen kann, wie es mir mit den positiven Kommentaren geht. Weil ich habe dir jetzt so viel über die negativen erzählt. Und ich kann vielleicht einfach vorweg einfach mal sagen, dass ich das so sehr schätze, eure Kommentare, weil ich finde das so toll, was da auch entsteht und wie ausführlich ihr Dinge schreibt. Also das finde ich ja auch noch mal so hilfreich und lehrreich für alle, die auch lesen, was da in Gang kommt und welche Reflexionen und Auseinandersetzung. Und ich mag das total und ich finde das ganz schön. Und ich würde es überhaupt nicht missen wollen, die Kommentare. Und die positiven Kommentare, ich habe auch so drüber nachgedacht, wofür ist denn das? Und will ich da jetzt irgendwie Anerkennung und ich merke, das ist so vielschichtig. Und ich lerne auch immer mehr in meinem Leben von diesem Entweder-Oder. Also entweder ich will das als Anerkennung oder weiß nicht, oder es interessiert mich gar nicht. Also von diesem Entweder-Oder wegzukommen zu einem sowohl als auch. Und wir sind, glaube ich, oft so in diesem Schwarz-Weiß-Denken und entweder ist nur das richtig oder das. Und ich lerne immer mehr, dass das ganz oft so ist, dass das richtig ist und das, was vermeintlich das Gegenteil ist, auch richtig ist. Und dieses alles zuzulassen, finde ich so hilfreich. Also es ist auch nochmal die Perspektive erweitern. Ja, und ich finde die positiven Kommentare, wow, auch davon lerne ich so viel. Also zum Beispiel,
meine alten Muster auch immer noch mal wieder zu hinterfragen. Und ein altes Muster ist auch so, was bestimmt auch viele kennen, oder Glaubenssätze: „Ich kann nichts, ich bin nichts wert.“ Und früher habe ich auch mal gedacht, dass Leute mich nicht mögen. Also per se, mögen mich Menschen nicht. Hm, und die Erfahrung interessanterweise, wenn ich andere Erfahrungen gemacht habe, dass Menschen mich mochten, war ich immer ganz skeptisch und habe das oft nicht geglaubt. Und also alles war immer auf diesem Boden von „mich mag keiner“ einsortiert. Also, ja, wenn dann habe ich mir immer Geschichten ausdenken, warum es gar nicht sein kann, dass der mich mag. Und inzwischen habe ich das ja schon sehr hinter mir gelassen, aber es ist trotzdem noch mal ganz, ganz schön, auch solche Bestätigung zu bekommen. Ich hatte ja so eine Vision und ich möchte was in die Welt geben und ich möchte meine Erfahrung teilen und dass das irgendwie auch meine Aufgabe hier in diesem Leben ist. Und aber dann in euren Kommentaren auch so zu sehen, dass das auch wirklich so ankommt, wie ich das ja schon vor langer, langer Zeit irgendwie in meinem Kopf hatte und diesen Gedanken oder diese Idee oder diese Vision hatte. Und dafür ist es auch ganz schön, dieses bestätigt zu bekommen, dass mein Gefühl war total richtig. Und ich glaube auch, wir sind einfach soziale Wesen und dieser Austausch mit anderen Menschen ist auch etwas, woran wir immer wachsen. Und da ist es egal, ob das negativ oder positiv ist, beides. Beides kann uns ja wachsen lassen. Nur oftmals fällt uns das Negative als erstes auf, weil wir so programmiert wurden. Und ich bin ganz krass so programmiert worden. Ich habe halt immer als erstes überall die Fehler gesehen und überall das Negative und überall das Schlechte. Und wenn wir uns umgucken in der Welt und in den Nachrichten, dann ja, dann funktioniert unsere Welt halt leider so. Immer den Fokus auf das Negative. Und es ist die große Herausforderung, da auszusteigen und den Fokus zu ändern und auf das Positive zu lenken und auf all das, was gut ist. Deswegen war ich auch so dankbar für diesen Kommentar. Erzähl doch mal, wie es dir mit den positiven Kommentaren gegangen ist. Denn das war wieder mal nicht das Erste, was mir einfiel, sondern die negativen. Und wie auch jemand geschrieben hat, da kommen 1000 positive Kommentare und ein negative und der setzt einem so zu oder der fällt einem so auf. Und das ist auch total wahr. Aber das ist wirklich immer wieder unser Blickwinkel, den wir haben. Und für mich ist das ein Übungsweg, wirklich diesen Blickwinkel ganz bewusst zu ändern. Und es ist ja, eine tägliche Praxis, wie man jetzt auch wieder sieht. Ja. Und zu gucken, wo ist denn das Gute? Wo finde ich das Gute und nicht nur das Negative, aus dem man wirklich auch lernen kann, aber eben auch aus dem Guten. Und ich möchte die Kommentare überhaupt nicht missen. Und ich finde das auch ganz schön. Also ich gebe hier vielleicht Anregungen, die zum Nachdenken bringen, aber ihr halt auch. Und das ist so ein Miteinander und das finde ich einfach total schön. Und das ist auch was in dieses sowohl als auch gehört, finde ich. Wir streben oft so nach Autarkie und die Eigenermächtigung und die eigene Macht zu kommen, aber gleichzeitig wünschen wir auch die Verbundenheit mit anderen Menschen. Und schließt sich halt auch nicht aus. Und immer zu gucken, wie kann ich auch die Verbundenheit in der Autarkie oder in diesem ganz für mich und in der Selbstverantwortung sein leben. Ja, und dass da viele Worte, das war auch in einem Kommentar, auch falsch verstanden werden können, ist klar. Und das werde ich auch nicht verhindern können. Es kommt ja immer darauf an, was derjenige da rausliest. Und das kann so unterschiedlich sein. Und dann kann es auch immer zu Missverständnissen kommen. Und das ist der Nachteil an dieser einseitigen Kommunikation, also jetzt zumindest in dem Video, dass nur ich euch was erzähle und wenn das irgendwie falsch ankommt, wenn du mir gegenüber sitzen würdest, dann würdest du direkt Bezug drauf nehmen. Und dann könnte ich das richtigstellen, nee, so war das gar nicht gemeint, das war so und so gemeint. Aber das geht halt nicht, wenn ich das einfach nur so aufnehme. Und dann oft ist es auch so, dass hinterher, wenn eure Kommentare kommen, dann fällt mir auf, halt,
Ja, aber da ist ja noch ganz viel anderes und was auch noch wahr ist. Und ich sehe das gar nicht so einseitig, aber ich kann ja nicht, das habe ich ja im letzten Video schon gesagt, ich kann ja nicht alles abdecken in dem, was ich erzähle. Und ist es, glaube ich, auch so, wenn wir Menschen miteinander kommunizieren, wie oft passieren da Missverständnisse? Weil wir auch, in der Regel ist das so, weil wir nicht ehrlich kommunizieren oder weil wir nicht das erzählen, was wirklich in uns ist. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Das hast du bestimmt auch schon erlebt, dieses, jemand sagt was und es hört sich auch alles ganz plausibel an, aber du spürst, dass da eigentlich irgendwas anderes hintersteht oder derjenige eigentlich was anderes meint. Und das macht die Kommunikation oft so schwierig. Ne? Das gibt so diese Ebene, die tatsächlich diese Worte, die ausgesprochen werden. Und dann gibt es aber auch noch so eine Ebene, was da mitschwingt. Die Energie, wie immer du das nennen willst. Und je mehr wir das in Deckung bringen können, also unsere Worte mit dem, was wir ausstrahlen, mit dem, was wir aussenden, wenn wir das mehr und mehr deckungsgleich hinbekommen, umso weniger Missverständnisse passieren. Denn die Missverständnisse entstehen ganz viel daraus, dass auch meine innere Motivation, wenn ich was sage, nicht mit den Worten übereinstimmt. Also ich sage dir was ganz Wohlwollendes, aber ich denke, oh, was bist du für ein Arsch. Das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber so in ganz vielen Schattierungen und Abstufungen passiert unsere Kommunikation ja ganz oft. Und dann ist noch die andere Geschichte, auf wen trifft das? Auf mich trifft das und ich habe meinen ganzen Rucksack, den ich mitschleppe. Und ja, das ist so immer dieses Eisbergbild. Also nur die Spitze vom Eisberg guckt ja oben aus dem Wasser raus. Und so auf dieser Ebene von dem Eisberg, der oben rausguckt, kommunizieren wir miteinander. Aber darunter ist ja viel, 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 viel mehr Volumen unter Wasser. Und das ist sozusagen unser ganzes Gepäck, was wir mitschleppen. Und unsere ganze Geschichte und unsere Verletzungen, unsere Wunden. Und oftmals kommunizieren wir dann zwar oberflächlich betrachtet auf der Ebene, aber eigentlich kommt dann was von demjenigen da unten auf irgendeiner Ebene an, wo wir tief verletzt sind. Und dann hören wir gar nicht mehr die Worte und schlagen einfach zurück. Und dann trifft den das da unten. Und dann merken wir gar nicht, dass da noch so eine zweite Ebene der Kommunikation ist. Und wundern uns, wieso wir uns so in die Haare kriegen oder uns nicht verstehen. Ja, ein sehr komplexes Thema, das wollte ich jetzt hier gar nicht abhandeln, aber das kam mir gerade so in den Sinn. Schlafplätze finde ich übrigens meist über die Park4Night-App. Dort gibt es wirklich alles Mögliche, ob kostenlos, ob Campingplätze oder auf irgendwelchen Bauernhöfen. Und ja, meistens nutze ich kostenlose Möglichkeiten, aber manchmal gönne ich mir auch eine Übernachtung, die was kostet, wie zum Beispiel auf dieser wunderschönen Orangenplantage, die ziemlich günstig war, die Übernachtung, und aber alles enthielt. Das heißt, Wasser auffüllen, Strom brauche ich zwar nicht, aber eben auch Nutzung dieses wunderschönen Areals.
was ich auch noch sehr, sehr spannend finde, es gibt auch einige Kommentare und ich erlebe das auch immer wieder in meinem Leben, beziehungsweise ich habe das sehr viel selber praktiziert und tue es bestimmt immer auch noch wieder. Und ich gehe mal einfach von mir aus, dass ich jemand anderen sozusagen sagen will, wie er sein Dilemma ändern kann. Oder er erzählt irgendwas oder sie erzählt irgendwas und ich habe dann halt gute Ratschläge. Und oftmals ist es halt so, ja, die Motivation ist auch die Frage, warum tue ich das? Ich gebe dem anderen Ratschläge, damit es dem besser geht. Und oftmals ist es ja auch so, dass es mir besser geht, wenn es dem anderen besser geht. Oder dass ich das gar nicht aushalte, wenn es jemand schlecht geht. Oder es jedenfalls früher nicht ausgehalten habe. Inzwischen habe ich ein sehr hartes Training durchlaufen durch die Klinik und ich habe 18 Jahre Trauerreden gehalten, also immer mit Menschen gesprochen, denen es gerade sehr schlecht geht. Das war ein gutes Bootcamp in Sachen, mir darf es auch gut gehen, wenn es dem anderen schlecht geht. Und ich muss sein Dilemma nicht, ja, oder ich muss ihn nicht retten oder sie. Ja, aber was passiert denn, wenn wir dem anderen einen ganz wohlgemeinten Tipp geben? Also es waren auch einige Kommentare, die mir jetzt gesagt haben, wie ich damit umgehen kann, wenn ich hier gerade in so einem, ja, mich die negativen Kommentare so triggern oder wie ich das sehen kann. Und das ist total lieb gemeint und gleichzeitig ist witzig, also es stößt bei mir auch immer ein bisschen auf Widerstand. Auch wenn mir jemand irgendwas sagt, was ich wie machen soll. Weil das ist halt, wenn du dir das überlegst, zwei Menschen kommunizieren miteinander und der eine hat irgendwie ein Problem und der andere sagt demjenigen, wie er das Problem lösen könnte. Was dann in dem Moment passiert, ist, dass derjenige sich über den anderen stellt. Das heißt, wenn ich das jetzt bin, ich erzähle dir was zu deinem Problem, wie du das lösen kannst, dann erhebe ich mich über dich. Und insbesondere, wenn ich das ungefragt tue. Also wenn mich jemand um Rat fragt, ich sage ganz oft, ich gebe keine Ratschläge und erzähle dann vielleicht, wie ich mit Dingen umgegangen bin. Aber dieses, ich sage dir mal, oh Mensch, du hast das und das Problem, dann mach doch mal das und das kannst du machen und dann wird das funktionieren oder in dieser Art und Weise. Aber ich erhebe mich über den anderen. Und das ist sehr subtil oft. Also ganz oft sind wir auch sehr liebevoll wohlmeinten und trotzdem ist es ein sich über den anderen erheben. Weil was passiert ist nämlich, dass ich in dem Moment ja davon ausgehe, ich weiß besser über denjenigen Bescheid als er selber. Und ich habe mehr Ahnung, wie er Probleme lösen kann als er oder sie. Und das bekommt so ein ja, sehr feinsinniges, auf energetischer Ebene oder wie immer du das nennen willst, ein Ungleichgewicht. Und ich finde das inzwischen in einer Form auch sehr arrogant. Und ich muss dazu sagen, ich habe das immer gemacht. Ne? Also ich kenne mich da bestens mit aus. Ich weiß auch nicht. Ich dachte immer, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich ja gedacht, ich weiß gar nichts. Aber das ist wahrscheinlich dieses Kompensieren auch. Ne? Dieses Gefühl, oh, ich weiß nichts, ich kann nichts, ich bin nichts wert. Und dann kommt da jemand, der hat ein Problem. Oh, dann kann ich mich ein bisschen erheben und ich kann dem mal erzählen. Oh, ich weiß aber was. Und dann fühle ich mich vielleicht besser. Und nicht mehr so wertlos. Oh, pardon. Ich stupse gerade gegen das Stativ. Ja, und was passiert denn? Also wenn ich da bin und hier macht das jemand mit mir, dann fühle ich mich auch gleich irgendwie so klein gemacht oder fühle mich kleiner. Und das trifft auch wieder in diese Kerbe, ich bin nichts wert, ich kann nichts. Und der weiß besser. Aber dann, das ist so ein bisschen wie in der Schule oder wenn da so ein Lehrer kommt oder die Eltern und irgendjemand, der mehr Macht hat anscheinend als ich und auch über mich, dann fühle ich mich auch nicht gewertschätzt, gering. Ich fühle mich irgendwie klein und was dann passiert, ich kann das gar nicht mehr hören, was derjenige wohlmeinend vielleicht sagt, sondern ich bin einfach im Widerstand. Und ich werde dann auch wie so ein bockiges Kind. Ich will nicht, dass du mir sagst, wie ich mein Problem lösen soll. Und dann kommt da auch so was ganz, ja, ich weiß das schon selber.
Und letztlich ist das ja auch so, weil die einzigen Menschen oder der einzige Mensch, der mein Problem lösen kann, das bin ich und niemand sonst. Und ja, und das ist so, wir können es halt auch nie beurteilen, was ein anderer braucht. Es gibt so einen indianischen Spruch, der heißt, dass wir ja einen anderen Menschen nicht beurteilen oder das nicht verstehen können, solange wir nicht eine Zeit lang in seinen Mokassins gelaufen sind. Und ich würde das eigentlich noch viel, viel, viel mehr erweitern. Solange wir nicht immer und die ganze Zeit in seinen Schuhen gegangen sind, können wir das nicht beurteilen. Und dann können die bestgemeintesten Ratschläge können einfach komplett für denjenigen falsch sein, weil wir ja von unserer Erfahrung ausgehen. Und die ist ganz anders als von dem oder derjenigen, die das Problem vielleicht gerade hat. Ja, und ich fand es auch sehr spannend, dass es da so ein paar Kommentare gab, die dann auch so, ja, irgendwie anscheinend diejenigen meinten, mir helfen zu müssen. Und ich finde das ganz interessant. Ja, ich erzähle hier, wie ich struggle und wie ich dann mal in ein Loch falle und was für Schwierigkeiten ich habe. Und ich erzähle das genau aus dem Grund, also das ist mir jetzt so bewusst geworden, um dich da auch abzuholen, um dir nicht zu sagen, wie du was machen kannst, sondern dir einfach zu zeigen, was habe ich getan. Und du kannst dann ganz freiwillig und selbst entscheiden, ob irgendwas davon für dich wertvoll ist oder nicht. Und ich sage dir nicht, mach doch mal das und dann geht es dir besser, sondern ich sage, ich habe das gemacht und dann ging es mir besser. Und vorher ging es mir aber echt scheiße. Ich kann dir das ja nur irgendwie so erzählen, wie bei mir das funktioniert hat, wenn ich auch dir erzähle, wie scheiße es mir ging. Und gleichzeitig weiß ich inzwischen, dafür ist es auch irgendwie genial, wenn man schon etwas älter ist und so einige Erfahrungen auf dem Buckel hat. Ich weiß inzwischen, dass ich aus jedem Loch wieder rauskomme und dass es mein Weg ist und so wichtig ist, auch für mich zu finden, da rauszukommen. Das heißt nicht, dass ich nicht Hilfe in Anspruch nehmen kann oder will. Das tue ich ja auch. Aber ich weiß inzwischen auch, woher ich die Hilfe bekomme. Und habe da meine Mechanismen, habe meine Freunde, habe so liebe Menschen in meinem Leben, wo ich auch genau weiß, da kann ich auch anrufen, wenn ich gerade mal tief in meinem Loch stecke und nicht weiter weiß, dann weiß ich, da sind Menschen, die mir zuhören und die mir keine Ratschläge geben. Und das finde ich halt genial, die mir zuhören. Und das ist auch eine Kunst, die wir sehr verlernt haben. Dieses mit offenem Herzen wirklich zuhören und dem meinem Gegenüber halt den Raum zu geben, selbst auf die Lösung zu kommen. Und in diesem, ja, den Raum geben, vielleicht auch mal eine Frage stellen, das ist so hilfreich, dass der andere für sich reflektieren kann und rausfinden kann, was er oder sie in dem Moment braucht. Und nicht, was ich glaube, was er braucht. Das ist oftmals, bringt einen selbst vom Pfad ab. Also zumindest ist es so, wie ich auch gestrickt bin, dass ich immer früher im Außen geguckt habe, dann habe ich mich halt auch sehr leicht beeinflussen lassen. Wenn jemand sagt, also du musst unbedingt das und das machen, das wird dir helfen, dann habe ich dem erstmal mehr geglaubt als mir. Auch wenn ich schon so ein Gefühl hatte, nee, eigentlich ist es, glaube ich, nicht mein Weg. Aber wenn der das sagt, der ist ja so eine Experte, dann muss das wohl stimmen. Und dann habe ich es ausprobiert und es hat aber nicht funktioniert. Ja, und deswegen ist auch meine Art zu arbeiten als Psychologin hat sich extrem gewandelt. Und in meinen Mentorings tue ich eben genau das, dass ich halt demjenigen oder derjenigen zuhöre, eine volle Aufmerksamkeit mit offenem Herzen gebe und einen Raum schaffe, dass mein Gegenüber wirklich seine eigenen Lösungen finden kann. Und das ist so viel hilfreicher, als wenn ich erzählen würde aus meinem reichen Erfahrungsschatz, was man in welcher Situation tun sollte. Funktioniert nicht. Deswegen, ich habe auch oft Anfragen, so ungefähr, ich bin die letzte Rettung und also ich könnte irgendwie da helfen, aber ich kann nicht helfen, ich kann nur einen Raum schaffen. Ich kann niemandem anders auf seinem Weg helfen. Und ja, ich kann einen Raum zur Verfügung stellen, wo er sozusagen den eigenen Weg finden kann.
Und ich bin immer noch am Überlegen, also ich weiß auch nicht, wie schnell das geht, weil ich wirklich ja so viele Anfragen habe und die alle gar nicht, ich kann die nicht denen, ja, nachkommen und so viele Mentorings machen. Da noch eine Alternative zu finden, das habe ich auch immer noch so im Hinterkopf. Und wenn die Zeit reif ist, dann wird es kommen. Aber es kann manchmal bei mir ein bisschen dauern. Sorry. Ja, und was mir auch immer wieder für ein Gedanke kommt, oh, stell dir mal vor, wir würden uns alle so zeigen können, wie wir sind. Mit all unseren Schwächen, vermeintlichen Fehlern oder ja, und aber auch mit unseren Gaben und Talenten und unserer Freude. Und wir würden das einfach so zeigen können, ohne dafür verurteilt zu werden. Wow, was wäre das für ein Leben? Und nicht mehr Angst zu haben, oh, mich könnte jemand dabei erwischen, wenn ich irgendwas Doofes mache oder irgendwie falsch mache oder versage oder sonst was. Oder auch in meiner überschwänglichen Freude vielleicht anderen zu viel zu sein, sondern ja, das einfach leben zu können und ohne, dass wir gleich die Klatsche dafür bekommen. Und in die Scham gehen, also das ist auch ein ganz großes Thema, sich zu schämen dafür, wer wir sind. Stell dir vor, wir müssten uns nicht mehr schämen dafür, wer wir sind, was wir tun, was wir falsch machen. Ja, und es hat auch jemand gesagt, das fängt ja nicht erst in der Schule an. Nein, natürlich nicht. Das fängt schon viel, viel früher an. Mir ist da nur die Schule so herausragend eingefallen. Ja klar, das fängt schon ganz klein an. Und ich habe das genauso mitgemacht mit meinen Kindern. Ganz schrecklich. Immer so das Negative, immer Kritik. Oh je. Aber ich habe mich da schon entschuldigt bei meinen Kindern. Und ich glaube, sie lernen jetzt neue Dinge von mir. Das freut mich total. Und ich kann sie jetzt so unglaublich wertschätzen. Und ja, heute Nacht hat meine Tochter mir eine Sprachnachricht geschickt und auch so, oh, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, aber ich habe die jetzt so aus dem Bauch heraus gemacht. Ja, du kennst das ja so gut oder irgendwie, du bist ja Expertin darin und das hat sie jetzt auch gemacht und sie macht das und vielleicht war das eine falsche Entscheidung. Da habe ich ihr auch gesagt, weißt du, das, eigentlich gibt es doch keine falschen Entscheidungen. Und wenn du das Gefühl hast, sie war falsch, dann triffst du halt eine neue Entscheidung. Und dann war das eine Erfahrung, die du gemacht hast. Ja. Und ich freue mich so, dass ich so das Ruder so rumreißen konnte und drehen konnte und jetzt so viel mehr das Schöne sehen kann und das alles nicht mehr so kritisieren muss. Oh, das ist für denjenigen, der das nicht mehr tut, auch so wohltuend. Also nicht zu kritisieren, sondern wohlwollend den anderen zu sehen und zu unterstützen in dem, was und wie derjenige tut. Das ist so eine Freude für mich. Es ist so anders als immer dieses, na, aber meinst du, das ist richtig und wer weiß und also nie und das ist aber falsch und oh, es fühlt sich so anders an. Ja, wie schön wäre das, wenn wir so miteinander leben könnten. In dem Sinne, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.